Hallo und herzlich willkommen bei Smart gemacht. Ich bin Sebastian und ich stelle euch heute zwei Möglichkeiten vor, wie ihr bei euch Heizenergie und damit bares Geld sparen könnt. Ich habe hier zwei Produkte stellvertretend für zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. Und zwar habe ich auf der einen Seite einen Stellantrieb und auf der anderen Seite ein smartes Heizkörperthermostat. Und wenn es nach der Stiftung Warentest geht, die hat das untersucht, die sagt, dass allein der Einsatz eines smarten Heizkörperthermostats schon bis zu 10% Heizenergie sparen kann. Die amortisieren sich also nach knapp über 2 Jahren, wenn man das mal durchrechnet. Kommt ein bisschen auf die einzelnen Szenarien wieder an, wie man heizt, aber um und bei hat man so 2 bis 3 Jahre Amortisationszeit, hat in der Zeit aber auch noch wesentlich mehr Komfort. Und wie das jetzt alles geht, das zeige ich euch und nachher zeige ich euch auch, wie ihr die montieren könnt. Denn das könnt ihr alles selber machen, das ist komplett ungefährlich, da braucht ihr keinen Fachmann für. Zuerst der klassische Stellantrieb. Das Teil kostet irgendwas bei 12 Euro rum. Teuer wird es, wenn man die Aktorik dafür kauft nachher. Das heißt, ihr braucht, wenn ihr KNX habt beispielsweise, einen KNX-Heizungsaktor, der mehrere Kanäle hat. Das heißt, er kann mehrere Zonen heizen. Ihr könnt an jeden Kanal normalerweise mehrere hiervon anschließen, 3 bis 5. Das heißt, ihr könnt auch für Fußbodenheizung, wenn ihr mehrere Heizkreise im selben großen Raum habt beispielsweise, könnt ihr den zusammen auf einen Kanal legen. Trotzdem werden da nochmal so 150 bis 200 Euro fällig vielleicht für Heizungsaktorik, wenn ihr da ein paar Räume machen wollt. Dann braucht ihr noch Bedienteile. Das Teil hier misst keine Temperatur, es weiß also nicht, wie warm es ist und es weiß nicht, ob geheizt werden soll. Der Heizungsaktor sitzt im Verteiler, der weiß auch nicht, wie warm es im Raum ist. Das heißt, ihr braucht immer in jedem Raum noch etwas, was die Temperatur misst und meldet. Also ein Raumtemperaturregler im KNX oder ein Tastsensor mit einem Temperaturfühler drin. Irgendwo braucht ihr dann logischerweise die Logik, die das regelt. Das machen heutzutage die meisten Heizungsaktoren. Die brauchen nur noch die Temperatur aus dem Raum und entscheiden selber, was passiert. Und dann wird das Teil geschaltet. Auf der anderen Seite haben wir ein tatsächliches smartes Heizkörperthermostat. Das heißt deswegen so, weil es einerseits selber smart ist, zweitens an dem Heizkörper dran montiert wird und drittens die Temperatur regeln und einstellen und halten kann. Das ist nennenswert teurer als der hier, weil das hier enthält schon die ganze Technik und das hier enthält nur einen kleinen Teil der Technik, der Rest ist so anders. Das hier wird also vermutlich ähnlich teuer oder teurer als der hier, wenn man den Rest dazu berechnet. Er hier ist eine Nachrüstoption, die ist ganz super, wenn man in einer Mietwohnung oder in einem Miethaus oder sowas wohnt und da nicht groß was umverkabeln kann und die Wände aufreißen kann. Und den kann man einfach als ganz normaler Endbenutzer kaufen und auf die Heizung raufschrauben. Den könnt ihr auch als Endbenutzer kaufen, müsst aber zumindest mal einen Fachmann für den elektrischen Anschluss haben und ihr braucht ein Kabel. Das ist also etwas aufwendiger. Den hier schraubt ihr einfach nur drauf, richtet ihn in eine App ein und könnt ihn sofort benutzen. Warum ich diese beiden Sachen hier vorstellen möchte, ist ganz einfach. Wir haben nicht überall die Möglichkeit, 230 Volt an der Heizung bereitzustellen. In dem Fall möchtet ihr den hier haben. Wenn ihr aber den hier benutzt, dann habt ihr eine Funkverbindung zu diesen Stellantrieben. Dann habt ihr einen Akku da dran, den ihr hin und wieder laden müsst. Dann habt ihr also quasi das Potenzial, dass das ein bisschen instabiler ist als eine fest verkabelte Installation und eine KNX-Anlage dahinter oder ähnliches. Müsst ihr also jetzt gucken, was für euch Sinn macht. So, wir sind jetzt an einem Heizkörper und wir wollen den hier demontieren. Das erste, was wir machen, ist logischerweise, wir gucken, dass der in der geöffneten Stellung ist. Also so, damit er am wenigsten Spannung auf dem Ventil stößt, müssen wir das besser abmachen können. Dann nehmen wir uns, wenn das mit den Händen nicht zu drehen wäre, ist jetzt mit den Händen zu drehen, aber wenn es nicht wäre, würden wir uns eine Rohrzange nehmen, würden die auf die 4. Stufe oder so stellen und würden hier dann entsprechend rangehen und das einmal damit lösen, sodass wir mit der Hand weitermachen können. Das kann man auch gut machen, insbesondere wenn es so Plastikringe sind oder so vielleicht, wenn man dann noch einen Lappen zwischenlegt, damit der Ring nicht beschädigt wird. Dann schrauben wir den einmal komplett ab und können das Thermostat, was da vorhanden ist, in der Regel abziehen. Ein Thermostat ist etwas, was die Temperatur gleich hält, was die Temperatur regelt. Und das hier ist ein Stellantrieb, der kann keine Regelung. Der macht das Ventil auf oder zu. Und wann er was machen soll, kriegt er dadurch mit, dass hier ein Kabel dran ist, weil der dann einfach an- und ausgeschaltet wird. Das ist ein Stellantrieb, der innen drin quasi eine Heizpatrone hat und der damit eine Wachskapsel aufheizt. Und diese Wachskapsel dehnt sich aus und öffnet oder schließt durch diese Bewegung das Ventil. Das ist an sich erstmal nicht smart, sondern das ist ein Teil, das wird in smarte Installationen eingebaut, die verkabelte 230 Volt beispielsweise Stellantriebe erwarten und wo die Regelung an einer anderen Stelle sitzt. Das hier ist also ein Produkt, das braucht ihr, wenn ihr beispielsweise eine KNX-Installation habt. Da habt ihr dann einen Heizungsaktor, der alles andere macht und dieses Teil wird nur an- und ausgeschaltet. Ihr könnt das standalone machen, das ist ein Mühlenhoff-Stellantrieb jetzt und Mühlenhoff hat da auch Server für beispielsweise und Basisstationen, die das alles machen können. Ihr könnt das direkt zum Beispiel an ein Mühlenhoff-Raumbediengerät anschließen. Ihr könnt das an die Basisstation anschließen, die dann auch mehrere verwalten können. Es gibt die auch mit App- und Cloud-Zugriff. Das heißt, ihr könnt das auch remote dann bedienen. Aber das ist immer etwas, wo ihr 230 Volt
direkt an der Heizung haben müsst, also daneben eine Dose haben müsst, um den anzuschließen, weil der das braucht, um zu funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir ein Tado-Gerät, hat effektiv an der Frontseite ein Display, relativ hochauflösendes Display auch, hat einen Drehring zur manuellen Bedienung. Das heißt, ihr könnt es bedienen, wie ihr es gewohnt seid, und Laien können es auch mit bedienen. Also man muss nicht unbedingt wissen, wie das irgendwie alles technisch zusammenhängt. Man dreht halt einfach Temperatur hoch oder runter. Das wird an der einen Seite dann auf die Heizung aufgebracht, und das Gute ist daran, dass ihr das, egal wie rum das da drauf steckt, immer im Ganzen einmal drehen könnt. Das Display könnt ihr auch in eine Ausrichtung drehen. Ihr könnt das also genau so installieren und hinkippen, dass ihr es optimal bedienen und ablesen könnt, egal wo das Ventil in welcher Ausrichtung sitzt. Das ist ein Thermostat, das heißt, es hat eine Temperaturmessung an Bord, kann also bestimmen, wie warm ist es gerade. Hier ist natürlich eine Messung relativ nah an der Heizung, das heißt, es ist da potenziell immer etwas wärmer oder etwas schneller etwas wärmer als im restlichen Raum, kann dann aber auf diese Temperatur regeln. Jetzt braucht ihr da in der Regel nochmal die Trado Bridge, damit ihr das entsprechend darüber einlernen könnt sozusagen, beziehungsweise auch über die Tado-App managen könnt. Und dann könnt ihr in der App einstellen, wie viel Grad Unterschied zwischen an der Heizung und im restlichen Raum ist. Das heißt, ihr haltet ein Thermometer in den restlichen Raum rein, heizt das Ding auf 20 Grad oder sowas, guckt dann halt drauf, sagt ja 20 Grad, und er zeigt mir hier aber 24 an und gebt dann ein Offset ein von 4 Grad, sodass der, wenn er 24 misst, sagt, es sind 20 Grad, damit ihr das besser einstellen könnt, weil an der Heizung ist es wärmer als im restlichen Raum. Den schraubt ihr einfach drauf, richtet in der App einmal ein und dann könnt ihr den direkt bedienen. Was Tado auch kann ist, und die haben da ein Abo-Modell, das könnt ihr monatlich oder jährlich zahlen, das hat aktuell, glaube ich, 3,99 € im Monat kostet das. Das lernt mit, wie ihr heizt und versucht euch schon zuvorzukommen, indem es euer Heizverhalten quasi lernt, aufgreift und selber versucht einzustellen. Das kann auch ermitteln, ob ihr zu Hause oder abwesend seid. Das heißt, wenn alle Familienmitglieder die App haben und darüber entsprechend dann übers Handy melden können, wann sie aus der Zone zu Hause rausgehen oder in die Zone zurückkommen, kann Tado selber schon sagen, alle sind weg, ich mache jetzt hier alles aus oder ich mache alles auf eine niedrigere Solltemperatur, um Heizkosten zu sparen, weil eh keiner da ist gerade, und später wird es wieder ein bisschen hochgeheizt. Nicht zu tief, damit nicht ganz viel Energie wieder reingesteckt werden muss, aber auf einen niedrigeren Wert, das kann man durchaus machen. Ihr könnt die sperren, damit Kinder das nicht bedienen können vor Ort oder sowas. Genau, und das ganze Teil ist auf Matter basierend, beziehungsweise auf dem Funkprotokoll Thread. Das ist ein neues, sehr stabiles und sehr energieschonendes Funkprotokoll, was ihr super verwenden könnt, wenn ihr beispielsweise irgendwelche anderen Thread-Border-Router schon habt. Beispielsweise gewisse Geräte von Apple oder von Google, Google Nest Wi-Fis oder Google Nest Home Minis beispielsweise, oder auch von Apple den Apple TV 4K. Ihr habt hier eine kleine Get Started Karte mit drin oben, da könnt ihr einmal drauf gucken, wo die App zu holen ist zum Beispiel, und dann könnt ihr da auch den QR-Code direkt sehen, den ihr braucht zum Einrichten. Das heißt, ihr würdet in der App das Gerät hinzufügen, scannt den QR-Code einmal ab, wenn das Gerät dann eingeschaltet ist, und dann richtet sich das Teil einfach selber ein. Das braucht ihr auf jeden Fall und das solltet ihr immer behalten. Am besten macht ihr euch einen Ordner, wenn ihr mehrere Matter- oder Thread-Geräte habt, und tut in diesen Ordner diese ganzen Karten rein. Vorne ist ein Drehring, da könnt ihr manuell verstellen. Das Display reagiert auf den Touch, das heißt, ihr könnt da relativ einfach rauf tippen und gucken, was gerade der Status ist, ohne was zu verstellen. Wenn ihr es lange drückt, kommt ihr ins Menü, das hat genau 2 Einstellungen, Display-Rotation und Display-Sprache, und alles andere macht ihr in der App. Hier hinten ist der Akku drauf. Der Akku selber ist mit USB-C-Ladebuchse ausgestattet, das heißt, ihr könnt ihn einfach abmachen, aufladen, wieder ran tun. Ihr könnt auch den Akku nachkaufen, das gibt als Ersatzteil, gibt es das Ding für irgendwie 25, 30 € rum. Da könnt ihr euch einen nachkaufen und dann könnt ihr den schon mal laden. Und wenn ihr dann austauschen wollt, dann tauscht ihr einen genau gegen den Ersatzakku sozusagen aus, ladet den nächsten und gebt es quasi einfach immer weiter rum, sodass keine Heizung wirklich ausgefallen ist. So, jetzt habt ihr gesehen, wie einfach die Installation ist. Einmal haben wir den Tado Funkantrieb bzw. Funkthermostat, den ihr einfach in Nachrüstsituationen einbauen könnt, beispielsweise in Mietwohnungen. Und dann haben wir auch noch den Möhlenhoff beispielsweise, den wir verwenden können in Situationen, wo ihr Kabel habt und wo ihr beispielsweise neu baut oder wo ihr saniert und das Ganze vielleicht mit einem KNX-Bus aufbaut. Aber ihr könnt immer die Heizung smart machen, egal in welcher Situation ihr euch befindet. Das rechnet sich auf jeden Fall immer und ihr gewinnt auf jeden Fall auch an Komfort, sobald ihr diese Lösung einsetzt. Also wartet nicht länger und macht eure Heizung smart. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder interessante Themen für euch haben. Und bis dahin bitte den Kanal abonnieren, dieses Video liken und Fragen, wenn ihr noch welche habt, in die Kommentare stellen. Dann können wir sie da lösen. Bis dann.